Stell dir vor, du läufst durch einen alten Burgkorridor. Die Fackeln flackern. Der Wind zieht durch die Mauerritzen. Und dann siehst du sie. Eine Gestalt in Weiß, schwebend im Mondlicht. Lautlos, reglos. Und doch da. Du schließt und reibst dir die Augen, bevor du wieder hinschaust. Und sie ist weg. Willkommen bei Mythic Shadow Tales. Heute widmen wir uns einer der rätselhaftesten und ältesten Geisterfiguren Europas. Einer Gestalt, die seit Jahrhunderten in Burgen erscheint, die Königshäuser in Angst versetzt hat und die bis heute nicht vollständig erklärt ist. Wir sprechen über die Weiße Frau. Wer ist sie? Woher kommt sie? Und warum erscheint dieselbe Figur in so vielen verschiedenen Legenden weltweit? Heute gehen wir diesen Fragen auf den Grund. Mit Geschichte, mit Psychologie, mit Volksglauben und mit dem offenen Blick für das, was sich vielleicht nie vollständig erklären lässt. Bleibt dran, denn die Geschichte beginnt jetzt. Lass uns mit einer einfachen Frage beginnen. Was genau ist eigentlich die Weiße Frau? Wenn du jemandem diese Frage stellst, bekommst du unterschiedliche Antworten. Manche denken an eine spezifische Sage, andere an eine bestimmte Burg. Wieder andere kennen die Figur aus Büchern, Filmen oder Computerspielen. Und doch steckt hinter all diesen Bildern dieselbe Grundlage. Die Weiße Frau ist kein einzelner Geist. Sie ist ein Motiv, ein wiederkehrendes Bild in der europäischen Sagenlandschaft. Und dieses Motiv hat bestimmte Merkmale, die sich immer wieder finden. Erstens, sie erscheint in weißen oder sehr hellen Gewändern. Niemals in Farbe. Niemals in Dunkel. Immer weiß. Zweitens, sie erscheint bei Nacht. Selten am Tag. Fast immer im Mondlicht oder in tiefer Dunkelheit. Drittens, sie ist an einen bestimmten Ort gebunden. Eine Burg, ein Schloss, eine Ruine oder eine Straße. Sie wandert nicht frei durch die Welt, sie wartet. Viertens, ihre Erscheinung gilt als Omen. Als Warnung. Wer sie sieht, dem droht Unglück. Oft der Tod. Und fünftens, sie hat eine Geschichte, eine Vergangenheit. Und es ist meistens eine tragische. Das ist das Grundmuster der Weißen Frau. Und dieses Muster ist so stabil, so gleichbleibend, dass es Volkskundler und Folkloristen seit Jahrhunderten fasziniert. Zusammen mit der Frage, warum erscheint dieselbe Figur immer wieder, an so verschiedenen Orten, in so verschiedenen Kulturen? Diese Frage werden wir uns im Laufe dieser Episode genauer anschauen. Doch zuerst beginnen wir in Deutschland. Denn die bekannteste Version der Weißen Frau kommt aus dem Herzen des deutschen Mittelalters. Wenn man in Deutschland von der Weißen Frau spricht, denken viele zuerst an die Hohenzollern. Eines der mächtigsten Adelshäuser Deutschlands. Die Familie, aus der preußische Könige und deutsche Kaiser hervorgingen. Eine Dynastie mit jahrhundertelanger Geschichte und einer sehr besonderen Geistersage. Die Weiße Frau der Hohenzollern soll auf mehreren ihrer Burgen und Schlösser erschienen sein. Auf der Plassenburg in Franken. Auf Schloss Hohenzollern in Baden-Württemberg. In Berliner Residenzen der Familie. Und jedes Mal war ihre Erscheinung ein Zeichen. Ein Zeichen, dass bald jemand aus dem Haus Hohenzollern sterben würde. Berichte über diese Erscheinungen stammen bereits aus dem 15. Jahrhundert. Adlige, Diener, Wächter, sie alle berichteten unabhängig voneinander von einer Frau in Weiß, die durch die Gänge wandelte. Die lautlos erschien und lautlos wieder verschwand. Und jedes Mal folgte kurz darauf ein Todesfall in der Familie. Doch wer soll diese Frau sein? Die bekannteste Erklärung verweist auf eine historische Figur, Kunigunde von Orlamünde. Eine Adlige aus dem 14. Jahrhundert, die in der Geschichte eine zwiespältige Rolle spielt. Die Sage erzählt Folgendes. Kunigunde war verwitwet und verliebte sich in einen Hohenzollernfürsten. Doch dieser wies ihre Zuneigung zurück. Er könne sie nicht heiraten, sagte er, solange 4 Augen zwischen ihnen stünden. Damit meinte er seine eigenen Eltern. 2 Menschen, die seiner Heirat im Weg standen. Kunigunde aber verstand es anders. Sie dachte, er meinte ihre Kinder. Ihre 2 kleinen Kinder, die noch lebten. Die 2 Paare Augen, die zwischen ihnen standen. Und in einem Moment des Wahns oder der Verzweiflung tötete sie ihre eigenen Kinder. In der Überzeugung, damit den Weg für ihre Liebe frei zu machen. Der Fürst heiratete sie nicht. Kunigunde starb in Schuld.
in Schmerz, in Reue. Und ihre Seele, so sagt die Legende, fand keine Ruhe. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass diese Geschichte nicht historisch belegt ist. Es gibt keine Urkunden, keine Chroniken, keinen Beweis dafür, dass Kunigunde von Orlamünde wirklich so gehandelt hat. Historiker vermuten, dass die Sage im Nachhinein konstruiert wurde, um der Erscheinung eine Geschichte zu geben, um den Geist zu erklären. Aber die Erzählung war so eingängig, so erschütternd, dass sie sich dauerhaft mit dem Adelshaus verband. Und so lebt sie weiter. In den Mauern der Burgen, in den Berichten der Zeugen, in der kollektiven Erinnerung einer ganzen Dynastie. Die Hohenzollern-Sage ist die bekannteste. Aber sie ist bei weitem nicht die einzige. Volkskundler, also Wissenschaftler, die sich mit Volksüberlieferungen beschäftigen, gehen davon aus, dass es Dutzende regionaler Varianten der Weißen Frau allein im deutschsprachigen Raum gibt. Da ist zum Beispiel die Weiße Frau von Darmstadt. Sie soll im Schloss der Landgrafen erschienen sein. Eine trauernde Gestalt, die nachts durch die Gänge wandelte. Manche sagten, sie sei eine unglücklich verheiratete Adlige gewesen. Andere behaupteten, sie sei eine Mörderin, die für ihre Taten büßt. Oder die Weiße Frau von Bernburg in Sachsen-Anhalt. Diese Erscheinung wurde über Generationen hinweg von Bewohnern und Besuchern des Schlosses beschrieben. Immer dieselbe Gestalt. Immer bei Nacht. Immer als Vorbote von Unglück. Und dann gibt es unzählige namenlose Varianten. Eine weiße Gestalt auf einer alten Brücke. Eine Frau am Waldrand, die verschwindet, wenn man näher kommt. Oder als Erscheinung im Keller eines alten Klosters. Das Muster dahinter ist immer dasselbe. Und es ist wichtig, es sich genau anzuschauen. Eine Frau stirbt unter tragischen oder ungerechten Umständen. Ihre Seele kann nicht loslassen. Und sie erscheint an dem Ort, der mit ihrem Leid verbunden ist. Manchmal ist sie eine Täterin. Manchmal ein Opfer. Manchmal beides zugleich. Aber immer ist sie eine Frau, die etwas zurückgelassen hat. Eine, deren Geschichte noch nicht zu Ende ist. Das ist kein Zufall, sondern beabsichtigt, ob bewusst oder unbewusst. Diese Sagen wurden von Menschen erzählt, die Verlust kannten, die Ungerechtigkeit kannten, die sich nicht erklären konnten, warum das Leben manchmal so grausam ist. Und in der Weißen Frau fanden sie eine Form der Antwort. Doch Deutschland ist nicht allein. Das Motiv der Weißen Frau ist europaweit verbreitet. In so vielen Ländern, in so vielen verschiedenen Formen, dass man beginnt zu ahnen, hier steckt etwas Tieferes dahinter. Fangen wir an in England. Dort spricht man von der White Lady, der Weißen Dame. Die wohl bekannteste ist die White Lady des Tower of London. Der Tower ist einer der bekanntesten Orte Englands und auch einer der blutigsten. Jahrhundertelang war er Gefängnis und Hinrichtungsstätte. Und natürlich ist er auch einer der meist bespuktesten Orte der britischen Insel. Die White Lady des Towers soll die Erscheinung von Anne Boleyn sein. Die zweite Frau von König Heinrich VIII., die 1536 hingerichtet wurde. Sie wandelt, so heißt es, durch die Gänge des Towers. Manchmal mit und manchmal ohne ihren Kopf. Ob Anne Boleyn wirklich dort spukt, lässt sich natürlich nicht sagen. Aber die Verschmelzung von historischer Tragödie und Geisterlegende ist typisch für das Motiv. Weiter nach Frankreich. Dort kennt man die Dame Blanche. Die Weiße Dame. Die französische Version ist interessant, weil sie sich anders verhält als die deutschen oder englischen Varianten. Die Dame Blanche erscheint nicht in Burgen, sondern an Straßen, Brücken oder an Weggabelungen. Sie hält Reisende an. Manchmal bittet sie um Hilfe. Manchmal tanzt sie mit ihnen. Und wer ihr nicht gehorcht, den erwartet Unglück. Hier verschiebt sich das Motiv. Die Weiße Frau ist nicht mehr nur ein passives Omen. Sie ist aktiv. Sie interagiert. Sie fordert. Das ist eine andere Qualität, aber die Grundstruktur bleibt dieselbe. In Tschechien kennt man die Bílá paní, die Weiße Frau. Diese Variante ist der deutschen sehr ähnlich. Sie ist eng mit Adelsgeschlechtern verbunden, erscheint in Schlössern und gilt als Todesbote. Die bekannteste tschechische Weiße Frau ist Perchta von Rosenberg. Eine Adlige aus dem 15. Jahrhundert, die in einer unglücklichen Ehe lebte und nach ihrem Tod als Geist in den Schlössern ihrer Familie erschienen sein soll. In Spanien gibt es die La Dama Blanca, die Weiße Dame. Verbunden mit verlassenen Klöstern, alten Ruinen, einsamen Landstraßen. Auch hier eine Frau.
In Weiß. Mit einer Geschichte. Mit einem Schmerz. Und in Skandinavien? Dort existieren ähnliche Figuren in der nordischen Sagenwelt. Weiße Frauen, die ansehen erscheinen. Die in den Nebel verschwinden. Die Unheil ankündigen. Du siehst, das Motiv ist nicht auf eine Kultur beschränkt. Es ist paneuropäisch. Und das wirft eine wichtige Frage auf, nach dem Warum. Haben diese Kulturen die Legende voneinander übernommen? Oder ist das Bild der weißen, weiblichen Erscheinung etwas, das unabhängig voneinander entstand? Wir kommen gleich darauf zurück. Denn zunächst gehen wir noch einen Schritt weiter. Denn das Motiv der weißen Frau endet nicht an den Grenzen Europas. Schauen wir nach Japan. In der japanischen Geistertradition gibt es die Irai. Das sind Geister von Verstorbenen, die aufgrund von starken Emotionen an die Welt der Lebenden gebunden sind. Liebe, Hass, Trauer, unerfüllte Wünsche. Und wie sehen diese Geister aus? Sie tragen weiße Gewänder. Das Totengewand der japanischen Tradition. Sie sind oft weiblich. Sie sind an bestimmte Orte gebunden. Und ihre Erscheinung bedeutet Gefahr. Das klingt bekannt. Sehr bekannt. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede. Die japanische Geistertradition hat ihre eigenen Regeln, ihre eigene Symbolik, ihre eigene Geschichte. Aber die Grundstruktur ist bemerkenswert ähnlich. Oder schauen wir nach Lateinamerika. Dort gibt es La Llorona. Die Weinende. Eine Frau, die ihre Kinder ertränkt hat und nun ewig weinend durch die Nacht wandelt. Auf der Suche nach ihren verlorenen Kindern. Weißes Gewand. Weibliche Erscheinung. Tragische Geschichte. Und ein Omen für Unheil. Klingt das nicht verblüffend ähnlich der Kunigunde-Sage? Diese Parallelen sind kein Zufall oder zumindest kein vollständiger Zufall. Sie zeigen etwas Fundamentales über die menschliche Psyche. Das Bild der leidenden in weiß gekleideten Frau, die zwischen den Welten wandelt, scheint etwas zu sein, das Menschen kulturübergreifend erschaffen. Aber warum weiß? Das ist keine triviale Frage. Die Farbe Weiß ist kein Zufall. Sie ist bedeutungsgeladen. In der westlichen Tradition steht Weiß für Reinheit, für Unschuld und für das Heilige. Aber Weiß steht auch für den Tod. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wurden Verstorbene in Europa oft in weiße Leichentücher gehüllt. Das Weiß des Totengewandes. Das Weiß der Leere. Wenn also jemand im Mondlicht eine weiße Gestalt sah, war der erste Gedanke nicht, da ist ein Mensch. Der erste Gedanke war, da ist ein Toter. Hinzu kommt ein physikalisches Phänomen. Weiß reflektiert Licht stärker als jede andere Farbe. In einem dunklen Burgsaal, beleuchtet nur vom Mondlicht, würde selbst ein kleines weißes Objekt auffallen. Würde leuchten. Würde erscheinen. Und das menschliche Gehirn ist darauf trainiert, in unscharfen Formen menschliche Silhouetten zu erkennen. Das ist ein Überlebensmechanismus. In der Savanne oder im dunklen Wald war es wichtig, schnell zu erkennen, Mensch oder Tier. Freund oder Feind. Wenn dieses System in einem alten Gebäude, bei Nacht und unter dem Einfluss von Angst und Erwartung aktiviert wird, dann sieht man Gestalten. Auch wo keine sind. Weiß. Nacht. Erwartung. Das ist vielleicht die einfachste Erklärung für die weiße Frau. Aber auch die vollständige? Kommen wir zu den tiefergehenden Erklärungen. Denn die weiße Frau ist nicht nur ein optisches Phänomen. Sie ist auch ein kulturelles. Erklärung Nummer 1, der Erwartungseffekt. Wenn man jemandem erzählt, dass es in diesem Korridor spukt, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass diese Person dort etwas sieht als bei jemandem, der nichts davon weiß. Das ist keine Schwäche, sondern normales menschliches Verhalten. Unser Verstand füllt Lücken auf, indem er fehlende Informationen ergänzt. Und wenn wir einen Geist erwarten, dann wird aus einem Venenvorhang schnell eine Erscheinung. Erklärung Nummer 2. Politische Mythenerzählung. Adelshäuser hatten ein Interesse daran, ihre Macht mit Mysterien zu umgeben. Eine Geistersage, die das eigene Schloss umgibt, macht die Familie größer. Unerreichbarer. Schicksalsverbunden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass manche weiße Frau-Legenden bewusst konstruiert oder zumindest bewusst am Leben erhalten wurden. Erklärung Nummer 3. Die Verarbeitung weiblicher Tragödien. Das ist vielleicht die bedeutsamste Erklärung. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit hatten Frauen wenig Rechte. Zwangsheiraten waren normal. Häusliche Gewalt wurde toleriert.
Frauen, die Unrecht erlitten, hatten kaum Möglichkeiten, sich zu wehren. Die Sagen der weißen Frau spiegeln das wider. Frauen, die zu Unrecht gestorben sind. Frauen, deren Geschichte niemand gehört hat. Frauen, die nicht schweigen konnten und deshalb als Geister weiterleben. In diesem Sinne ist die weiße Frau kein Schauermärchen. Sie ist ein Gedächtnis. Ein kulturelles Gedächtnis für die Schicksale von Frauen, die die Geschichte sonst vergessen hätte. Das ist keine Überinterpretation. Volkskundler wie Ingeborg Weber-Kellermann oder Leander Petzold haben genau das in ihren Analysen festgestellt. Geistersagen über Frauen entstehen besonders häufig in gesellschaftlichen Kontexten, in denen Frauen systematisch Unrecht erlitten haben. Die weiße Frau ist vielleicht der älteste Protest. Die lautloseste Stimme. Wir leben in einer Zeit der Rationalisierung. Wir haben Wissenschaft, Psychologie und Erklärungen für fast alles. Und doch ist die weiße Frau nicht verschwunden. Warum? Weil sie kein Monster ist. Monster macht man unschädlich, indem man sie besiegt. Monster sind Feinde. Aber die weiße Frau ist kein Feind. Sie schreit nicht. Sie greift nicht an. Sie zerstört nichts. Sie erscheint. Still. Beobachtend. Warnend. Sie ist eine Erinnerung. Eine Verkörperung von etwas, das wir alle kennen. Schuld, Verlust und das Gefühl, dass die Vergangenheit noch nicht abgeschlossen ist. Wer hat noch nie gespürt, dass die Vergangenheit ihn einholt? Dass alte Wunden nicht verheilt sind oder dass jemand, den man geliebt hat, irgendwie noch da ist? Die weiße Frau gibt diesem Gefühl eine Gestalt. Und vielleicht ist das ihr tiefster Sinn. Nicht zu erschrecken, nicht zu warnen, sondern zu erinnern. Ich war hier. Ich habe gelitten. Vergesst mich nicht. Das ist eine Botschaft, die Menschen zu jeder Zeit verstehen. In jedem Land. In jeder Kultur. Deshalb lebt die weiße Frau weiter. Wir haben heute eine lange Reise gemacht. Von den Burgen der Hohenzollern bis zu den Straßen Frankreichs. Von den Schlössern Tschechiens bis zu den Geistern Japans. Von mittelalterlichem Aberglauben bis zur modernen Psychologie. Und am Ende bleibt die Frage offen. War die weiße Frau nur ein Produkt menschlicher Angst, eine Täuschung im Mondlicht, ein politisches Werkzeug? Oder steckt mehr dahinter? Vielleicht liegt die Wahrheit, wie so oft, irgendwo dazwischen. Vielleicht sind die Erklärungen und das Unerklärliche kein Widerspruch. Vielleicht ist beides wahr. Was denkst du? Glaubst du an Geister, Omen und übernatürliche Erscheinungen? Oder glaubst du, dass all das nur aus menschlichen Fantasien und Aberglaube entstammt? Schreib es in die Kommentare. Ich bin gespannt auf deine Gedanken. Und wenn du tiefer in die Schatten alter Mythen eintauchen willst, wenn du Geschichten magst, die zwischen Geschichte und Geheimnis wandeln, dann abonniere Mythic Shadow Tales. Denn das Unbekannte wartet bereits. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Und bleibt aufmerksam im Schatten.